Andi, die Strecke scheint dir zu liegen. Ja, es ist letztes Jahr schon sagen wir, ein super Wochenende gehabt, aber halt zweimal Zweiter waren und ganz knapp von Christa Lindholm geschlagen. Und ja, heute hat es mir gepasst und das war eigentlich meine erste Pole Position nach 1,5 Jahren. Ja, bin momentan glücklich und jetzt hoffen wir, dass wir halt morgen das auch noch irgendwie umsetzen können eigentlich. Und dann wäre eigentlich mehr als zufrieden. Wir sind in der vorletzten Startreihe und beginnen mit dem polnischen Meister, mit einem Gastfahrer mit der 52, Tomasz Kęczow. Ja, ganz zuversichtlich. Auch die 49, das ist Volker Krummel, kommt aus dem Ninja Cup, fühlt sich noch nicht richtig wohl in der Pro Superbike. Sagt, diese Maschinen sind so giftig, da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Wir werden sehen, ob er das heute ganz gut kann. Dann hier mit der Nummer 5, das ist Jörg Schmidt, auch er neu 98 dabei. Da ist die Abstimmung noch nicht so ganz in Ordnung. Das Fahrwerk wurde geändert, wir werden sehen, wie er damit zurechtkommt. Und die 20, Harry Fahrt, er fährt immer noch mit der Manschette. Ihm tut das Handgelenk noch sehr weh. Er sagt, er brauchte eigentlich 2 Dosen Eispray, um das Ganze einigermaßen zu überstehen. Er wollte schon mal aufhören, aber er sagt, mein Team ist so toll dabei, das kann ich denen gar nicht antun. Und wir hören jetzt mal Udo Mark zu. Der müsste jetzt endlich mal in Schwung kommen, wenn er um die Meisterschaft noch mitfahren will. Aber so richtig klappt es einfach nicht. Ja, verbissen, sagen wir mal. Das Quäntchen Glück haben wir dieses Jahr auch nicht gepachtet. Wir haben jetzt schon wieder 2 defekte Motoren an diesem Wochenende. Und 2 meiner Leute sind gerade unterwegs, nochmal einen 3. Motor beizubringen. Wie gut der ist, weiß ich nicht. Also verbissen wäre vielleicht übertrieben gesagt, aber wir versuchen natürlich schon alles, dass es wahr wird. Und während sich hier in Most die Bikes auf die Aufwärmrunde begeben, möchten Sie, liebe Zuschauer, vielleicht zu Hause noch eine kleine Wette abschließen. Und wenn nicht, hier ist unser Vorschlag. Natürlich darf auch heute der Tipp des Tages nicht fehlen, präsentiert von PS, dem Sportmotorradmagazin. Und neben mir begrüße ich Hendrik Nöbel, den Herausgeber der Zeitschrift Topspeed. Herr Nöbel, wie geht's heute aus? Ich vermute, im ersten Lauf wird Andi Mecklau gewinnen, vor Jochen Schmid und Udo Mark. Schauen wir. Vielen Dank. Zu Hannes Bichteler. Das Feld ist in der Aufwärmrunde zurück zu Start und Ziel. Im Bild der Polesetter Andi Mecklau. Seit 1996, genauer seit dem A1-Ring, ist das seine erste Pole. Neben ihm Roger Kellenberger, der einsame Kämpfer auf der TD Honda. Hervorragender Job im Training. Dann daneben Jochen Schmid, der Polesetter der Saison. Im Training lief es hier nicht so wie gewohnt. Und Christa Lindholm, der schwer ledierte Schwede. 17 Punkte hinter Schmid und Mecklau. In der zweiten Reihe dann Michi Rudroff, der in Oschersleben nicht dabei war, Udo Mark, Robin Xaus, der Zweite in der Rookie-Wertung und Harald Kitsch mit endlich einem neuen Motor. Geht alles ein bisschen schnell. Sie sehen es dann selber. Eckerold, Berner, Huber, Hadrava, Fitztum, Bursa. 36 Fahrer sind insgesamt hier und heute am Start. Ja, also interessantere Konstellation in der ersten Startreihe. Natürlich mit einer Ducati, einer Honda, einer Kawasaki und einer Yamaha. Was wollen wir mehr? Also hier gibt es einen echten Schlagabtausch der Marken. Hier im Bild mit der 12, das ist Paul Leuthardt, mit der 57 Michael Bursa. Und ein Blick auf das Wetter, es ist äußerst frisch, aber trocken, Luft 15 Grad. 2x14 Runden sind zu fahren auf dem gut 4,1 Kilometer anspruchsvollen und welligen Kurs, dessen Belag für einige Diskussionen bereits im Training sorgte. Also, zweite Halbzeit der Pro Superbike 98. Und von links Christa Lindholm kommt am besten weg, er gewinnt den Start. Dann Andi Mecklau, Roger Kellenberger, Udo Mark, Jochen Schmid hat den schlechten Start erwischt. Und mit der 42 Sebastian Fitztum hervorragend weggekommen, vom 13. auf den 6. Platz zunächst mal vorgefahren. Und Sie sehen, wie sich das Feld hier gleich auseinanderzieht. Und hier Lindholm vor Mecklau und dann Kellenberger, Udo Mark, Jochen Schmid. Das die ersten 5. Also bleibt die Frage, ob Christa Lindholm, der schwer ledierte Fahrer, das lange halten kann. Wir haben es gehört, er möchte hier unbedingt um Punkte fahren, um den Anschluss in der Meisterschaft nicht ganz zu verlieren. Allerdings, wenn hier was passiert bei seinem Arzt, muss er sich nicht mehr blicken lassen, denn der verordnete ihm 6 Wochen Rennpause und nach 3 Wochen sitzt er bereits hier wieder auf der Maschine. Und Sie sehen es,
Andi Mecklau ist zunächst mal vorbei und dahinter Roger Kellenberger und dann erst Christa Lindholm. Also der gute Start hält ihn im Moment noch auf Platz 3. Aber dahinter lauert schon Jochen Schmid. Kellenberger rechts mit der 3, dann Lindholm, dann Schmid und dann Udo Mark. Und jetzt ist auch Jochen Schmid an Christa Lindholm vorbeigegangen. Wir sahen es eben noch im Bild. Andi Mecklau, Jochen Schmid schiebt sich bereits an die zweite Stelle vor Roger Kellenberger, dann Udo Mark und Christa Lindholm mit der 11 Johnny Akeroyd und dann Robert Hüber mit der 8 im neuen Kombi. Bisschen schwer zu erkennen, wer sich bisher an seine alte Montur gewöhnt hatte. Also der Andi vorneweg, dann Roger Kellenberger ist noch ähnlich gut dabei wie im Training mit seinem zweiten Startplatz. Und dann der Jochen. Er wird sich jetzt dann den Roger schnappen, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen zu Andi Mecklau. Und die zwei sind ja die Führenden in der Meisterschaft, Punktgleichstand. Also eine Vorentscheidung wird es heute wohl kaum geben, nachdem noch 3 Rennen zu fahren sind. Pannonia-Ring, Nürburgring und Hockenheim dann das große Finale. Im Bild der führende Andreas Mecklau. Also bei ihm läuft's wunderbar. Das kann nicht an seinem neuen Helm liegen, wo er so einen schönen Irokesenspitz oben drauf hat und auch ein verspiegeltes Visier. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang der Saison in Zweibrücken in Hockenheim, da haderte der Andi oft mit beschlagenem Visier. Das hat er inzwischen gelöst. Nach 2 Runden Andi Mecklau, Jochen Schmid, Roger Kellenberger, Christa Lindholm, Udo Mark und dann Robert Hüber mit der Nummer 8. Hopsing, wie er auch genannt wird. Christa Lindholm gefolgt von Johnny Akeroyd. Gut dabei, 5. Der Führende in der Rookie-Wertung und Teamkollege von Jochen Schmid. Dahinter dann Udo Mark. Akeroyd ja auch der Sohn des ehemaligen 350er Weltmeisters. Also er hat Benzin im Blut. Hier geht es um die Plätze 4, 5 und 6. Lindholm, Akeroyd und Mark. Aber er saugt sich an Andreas Mecklau an, hängt voll im Windschatten drin. Und wir werden sehen, ob es gelingt hier, dass er vorbeikommt. Nein, der will beieinander. Noch ist Bewegung, noch ist Andreas Mecklau und
Und da gibt es erneut diesmal auf der rechten Seite den Angriffsversuch von Jochen Schmid. Er liegt allerdings jetzt aus der besseren Lage. Und Jochen ist dran am Andi. Da warten wir auf den ersten Angriff von ihm. Außenrum kann es nicht gehen, jetzt hat er die bessere Linie. Sie können vielleicht erkennen, liebe Zuschauer, die Fahrbahn ist noch etwas feucht. Es gibt also hier eigentlich nur eine Linie, die einigermaßen trocken ist. Es wird natürlich auf Slicks gefahren. Und jetzt geht der Jochen vorbei. Andi hat es gemerkt, hat ein bisschen Luft gelassen, aber das wird wohl so ein Geplänkel werden, wie wir es kennen, wenn Sie sich an die Fights erinnern, sowohl in Oschersleben als auch in Hockenheim. Das ewige Hin und Her. Die Trainingsbestzeit von Andi McLau 1:30:907. Da sind wir also noch gut 1,3 Sekunden entfernt im Moment. Und hier wieder dieser Zug um Platz 4. Lindholm, Ackroyd, Mark und Rudroff. Mr. Lindholm fährt mit einem versetzten Fußraster und einem weicheren Fahrwerk, dass er nicht gar so durchgeschüttelt wird. Mit seinem Ellenspeichenbruch im Arm und seinem vierfachen Bruch im Mittelfußknochen. In Magdeburg wurde er wieder zusammengeflickt. Da ist er den Ärzten sehr dankbar. Das ist ja passiert im Training von Oschersleben. Also es ist schon unglaublich, was der Christa Lindholm hier leistet. Denn das ist ja wirklich nicht unbedingt die zweite Garde, die da hinter ihm lauert. Der junge Wilde Johnny Ackroyd, dann Udo Mark, der selber noch rekonvaleszent ist. Und dann Michi Rudroff, ein Mann, der kaum trainiert. Muss schon sagen, ein Naturtalent. Und das ist ein Sturz von Jörg Schmid mit der gelben Maschine vom Mike Racing Team Goslar und Christian Häusle, wenn ich das richtig erkannt habe. Finde ich, hat sich da keiner wehgetan.
noch ein. Ja, das wird auch noch spannend zwischen den beiden. Hier ein Blick ins Mittelfeld mit der 99 Harald Kitsch. Der Hobbyfahrer hat allerdings hier einen neuen Motor zur Verfügung. Mit der 12 Paul Leuthard, der Schweizer, dann mit der 42 Sebastian Vitzthum. Er konnte seinen guten Platz nach dem Start nicht halten, wurde natürlich auch aufgrund von Leistung etwas zurückgereicht. Der Teamkollege von Christian Häusle im Remus Ducati Team von Andreas Mecklau. Mit der 15 dann war das noch Herr Christian Schneider. Eben hier noch im Bild. Das ist Paul Leuthard. Sein Kurs, der sich sehr schlängelt. Die Topspeed auf der Start-Zielgeraden, wo wir im Moment sind. Während Jochen Schmid nun an Andreas Mecklau vorbei ist. Topspeed eben, ich habe es erwähnt, bei rund 265 im 6. Gang auf der Start-Zielgeraden. Und da wird es wieder eng. Die zwei alten Streithähne. Und wer heute als Erster ankommt, der übernimmt ganz klar die Führung in der Meisterschaft. Da ja beide punktgleich sind mit 140 Punkten. 17 Punkte zurück dann Christa Lindholm. Absolut notwendig, dass er hier und heute fährt. Auch wenn es kaum verantwortbar ist, was seine Gesundheit anbelangt. Aber die Spannung in der Meisterschaft, die macht es eigentlich dringend nötig, dass er heute hier dabei ist. Ja, ich sprach mit Jochen Schmid über die Schnelligkeit seiner Maschine, über die grüne Granate, aber er meinte, die Maschine ist so schnell wie zu Saisonbeginn. Demnach müsste man sagen, während hier Andreas Mecklau wieder vorbeigeht, setzt sich
innen rein, hat die bessere Linie und ist vorbei. Ja, offenbar hat Cheftechniker Charlie Putz bei Andreas Mecklau, Cheftechniker ist gut gesagt, es ist sein Techniker schlechthin, aufgeholt. Und er hat eben auch ein zweites Motorrad hier zur Verfügung, das wohl gleichwertig ist, der Andreas. Letztes Wochenende konnte er am Pannonia-Ring testen. Während einem Rennen konnte er mal schnell ungefähr eine Distanz, eine Laufdistanz eines Pro Superbike-Laufs runterspulen. 14, 16 Runden. Er ist zufrieden und hat nun quasi ein Ersatzteillager hier mit dabei. Sie wissen ja, die Einmaschinenregelung in diesem Jahr. Also er kann nicht einfach auf die Maschine umsteigen. Wenn was los ist, kann er aber die gleichwertigen Teile austauschen. Oder, was im schlimmsten Falle anzunehmen ist, er stürzt und beschädigt die Maschine so schwer, dann können die Rennkommissare sagen, okay, du darfst auf die zweite Maschine umsteigen. Und jetzt passiert gleich das, was wir schon kennen. Sie haben es am Bildrand vielleicht schon gesehen. Die zwei Führenden laufen auf überrundete Fahrer auf. Und jetzt können wir nur hoffen, dass hier die blauen Flaggen geschwenkt werden, während hier der Andi am Sven Wassermann dran ist. Andi geht außen vorbei, innen möchte Jochen Schmid durch. Der Sven Wassermann macht zu, er konnte es nicht sehen und damit ist der Andi zumindest am ersten Mal vorbei, am zweiten wohl auch und der Jochen fällt hoffnungslos zurück. So, und jetzt hat der Jochen noch den zweiten, das ist Holger Peschel vor sich. Also Andi Mecklau ist durch, sehen wir hier. Und Jochen ist nun auch an Holger Peschel vorbei. Sie sehen es, er schüttelt den Kopf. Also war wieder mal so eine Situation, wofür kein Fahrer was kann, auch kein Markus Bordin in Oschersleben. Sondern das sind für mich Defizite bei den Streckenposten. Ja, und wir sind in der letzten Runde und daher würde ich mal sagen, ist dieses Rennen zugunsten von Andi Mecklau gelaufen und der Jochen hat das Nachsehen, während der Andi nochmal die schnellste Runde in diesem Rennen fährt. Oh, da wird er sich ärgern. Da kann er nichts dafür. Der Andi ist außen vorbei, Jochen wollte innen durch. Und das war nur der erste von beiden Fahrern. Und das kostet einfach Zeit. Also wieder mal eine Situation, wo das Rennen eigentlich nicht im Duell entschieden wurde, wie wir es doch gerne hätten, sondern überrundete Fahrer von den Streckenposten nicht ausreichend, sage ich mal vorsichtig, gewarnt wurden mit blauen Flaggen. Wurden sie geschwenkt, wurden sie nicht geschwenkt. Allerdings, wenn sie geschwenkt werden, dann auch bitte so, dass sie von den Fahrern gesehen werden können. Und damit soll fürs Erste genug sein. Während Andi Mecklau den ersten Lauf hier in Most gewinnt vor Jochen Schmid, Roger Kellenberger. Im Hintergrund noch als Dritter durchs Bild, tolle Leistung von ihm. Auf dem vierten Platz dann Christa Lindholm, eine riesige Sache. Teamchef Hermann Oetting feiert das wie einen Sieg, dieser vierte Platz mit dem Handicap. Mark dann und Eckerold auf 6, der beste Rookie Rudolf Berner, Hüber Kitsch. Und Punkte gibt es auch noch für Markus Ober, Paul Leuthard, Sebastian Fitztum, Christian Schneider und Johann Wolfsteiner.